single day. Stell dir vor, du hast einen Zwilling, der genauso alt ist wie du. Auf die Minute genau. Im Rahmen eines Weltraumprogrammes reist dein Zwilling nun mit annähernder Lichtgeschwindigkeit zu einem Planeten in einem benachbarten Sonnensystem. Als er wiederkommt, traust du deinen Augen nicht. Er ist plötzlich einige Jahre jünger als du, obwohl ihr doch eigentlich auf die Minute genau zur gleichen Zeit geboren wurdet. Das Thema heute: das Zwillingsparadoxon. Der beschriebene Effekt ist mehr als nur ein Gedankenspiel. Wenn es tatsächlich möglich wäre, jemanden mit annähernder Lichtgeschwindigkeit eine Weile lang zu bewegen, dann würde er tatsächlich langsamer altern als jeder, der sich in der Zwischenzeit mit normaler Geschwindigkeit weiterbewegt hat. Das liegt an der sogenannten Zeitdilatation. Die Zeitdilatation, welche durch die Relativitätstheorie beschrieben wird, bewirkt, dass Prozesse innerhalb eines physikalischen Systems, also in unserem Fall das Raumschiff, im Vergleich zum Beobachter, also jedem, der sich mit normaler Geschwindigkeit weiterbewegt, langsamer ablaufen. Zu diesen Prozessen gehört sogar die Zeit, was dafür sorgt, dass alle Teilnehmer des physikalischen Prozesses langsamer altern. Je näher man der Lichtgeschwindigkeit kommt, welche man ja nie komplett erreichen kann, desto extremer ist dieser Effekt. Diese Tabelle zeigt die Geschwindigkeit in Prozent der Lichtgeschwindigkeit und das Verhältnis zwischen der Zeit des Bordsystems, also dem bewegten physikalischen System, und des Ruhesystems, also dem Beobachtersystem. Während bei einer Geschwindigkeitsänderung von 10% zwischen einem und 10% eine Verhältnisänderung von 0,00495 auftritt, ist es bei einer Geschwindigkeitsänderung von 0,99% zwischen 99% und 99,99% bereits eine Verhältnisänderung von 63,61, also rund dem Faktor 10. Da wir noch nicht in der Lage sind, so nah an die Lichtgeschwindigkeit zu kommen, dass derartig enorme Veränderungen merklich wären, könnte man meinen, dass es sich hierbei doch nur um ein Gedankenexperiment handelt, doch dem ist tatsächlich nicht so. Im Oktober 1971 machten sich die Physiker Dr. Joseph Heffel und Dr. Richard Keating von Washington D.C. aus an Bord einer Boeing 747 mit einer Atomuhr auf den Flug nach London. Eine Atomuhr wurde dabei am Boden zurückgelassen. Laut Relativitätstheorie hätte auf diesem Flug tatsächlich eine Zeitverschiebung von 275 Nanosekunden erfolgen müssen. Und siehe da, als der Flug vorüber war, stellten die Physiker fest, dass es auf der am Boden zurückgebliebenen Atomuhr 273 Nanosekunden später war als auf der mitgenommenen. Dies ist der berühmteste, aber auch ungenaueste Versuch. In einer normalen Passagiermaschine lässt sich der Effekt nun einmal nicht exakt kontrolliert nachweisen. Genauere Versuche in den Jahren 1975 bis 76 seitens der Regierung und der NASA brachten einen Nachweis des Effekts bis auf die 4. Nachkommastelle genau. Abschließend kann man sagen, wer sich vom Zwillingsparadoxon ewiges Leben verspricht, der kann auf dem heutigen Stand der Technik einpacken. Erst ab 99,99% der Lichtgeschwindigkeit sind die Auswirkungen wirklich spürbar und auch dann müsste man den Rest seines Lebens in dem entsprechenden Raumschiff verbringen, um die optimale Lebenszeit rauszuschinden. Ein ewiges Leben ist aber auch in diesem Fall nicht möglich. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Was haltet ihr von dem Paradoxon? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann check gerne die Playlist zu diesem Format aus, indem du oben rechts in der Ecke auf das i klickst. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche und stay crazy. Every single day.